Schönen guten Morgen, heute ist Sonntag, der 10. März 2024. Hallo, guten Morgen. Und wir haben den 22. Tag hier auf unserer Werft. Nach unserer Reise in die Vergangenheit im letzten Video wollen Nach unserer Reise in die Vergangenheit im letzten Video wollen wir heute in die Zukunft schauen. Wie angekündigt gibt es heute weitere Details, wie es bis zum Ende des Projekts weitergeht. Dazu mehr nachher im Mittelteil dieses Videos. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun und auch heute haben wir einiges vor. Ich hoffe, ihr seid fit und bereit. Auf jeden Fall. Im Bug wird die Plattform für die Steuerungseinheit für das Dampfmodul gebaut. Weiterhin werden die Steuerungseinheiten für die Schornsteine 1 und 2 montiert. Die Plattform für diese wurde für Schornstein 2 bereits beim letzten Mal im Mittelteil platziert. Im Bug werden die Tüten Nummer 10, dieses Mal 2 getrennte Tüten, und im Mittelteil die Tüten Nummer 20 verbaut. Und natürlich auch wieder weitere Beleuchtungselemente. Alles in Ordnung, Brixi? Ja, alles gut. Nichts passiert. Bin gleich wieder da. Okay. Wo war ich? Ah ja, es werden wieder einige Beleuchtungselemente verbaut und im Bug wird die Installation der Beleuchtung bereits... Na, das ist doch mal was. Ich schätze mal, du bist bereit. Darauf kannst du einen lassen. Dann würde ich sagen, lege... Moment. Oh, das hatten wir lange nicht mehr und ich habe keine guten Erinnerungen daran. Nee, keine Sorge. Ich wollte nur einen Bauwitz erzählen. Okay, na dann. Ein amerikanischer und ein deutscher Bauunternehmer wetten, wer schneller bauen könne. Nach einem Monat telegrafiert der Amerikaner. Well, noch 10 Tage und wir sind fertig. Telegrafiert der Deutsche. Tja, noch 10 Formulare und wir fangen an. Leider nur zu wahr. Und damit das bei uns nicht passiert, los geht's. Heute werden die ersten Dampfmodule von Brickshine verbaut, genauer gesagt die Steuerungseinheiten für Schornstein 1 und 2. Daher möchte ich zunächst auf diese etwas genauer eingehen. Ein Spray-Modul von Brickshine besteht aus 2 Komponenten, dem eigentlichen Dampfmodul und der Steuerungseinheit. Einen Test eines solchen Dampfmoduls könnt ihr euch im Video Tag 8 ansehen, ab Timecode 2815. Die beiden Komponenten werden über ein 2er Expansion Board miteinander verbunden. Die Steuerungseinheit hat 3 Betriebsmodi, welche man über den kleinen Tastschalter einstellen kann. Betriebsmodus 1 ist natürlich aus. Betätigt man den Tastschalter einmal, ist die Steuerungseinheit eingeschaltet und befindet sich im Dauerbetrieb, zu erkennen an dem permanent leuchtenden blauen LED. Betätigt man den Schalter ein weiteres Mal, wechselt die Steuerungseinheit in den
Intervallmodus, zu erkennen an dem blinkenden LED. In diesem Modus wird im Abstand von 10 Sekunden für jeweils 5 Sekunden Dampf erzeugt. Laut der Anleitung von Brickshine würden diese Steuerungseinheiten auf dem Oberdeck angebracht werden. Das gefällt mir aber nicht, daher habe ich bereits im letzten Video begonnen, im Inneren Plattformen zu installieren, auf denen ich dann diese Steuerungseinheiten im Innern des Schiffes unterbringen werde. Daher ist es wichtig, dass ich den Modus der Steuerungseinheit vor dem Einbau auf Dauerbetrieb stelle. Ich möchte die Steuerungseinheiten nicht einfach auf die Plattformen drauflegen, sondern in irgendeiner Art und Weise befestigen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Steuerungseinheiten perfekt zwischen zwei solcher Fugensteine passen. Und zur abschließenden Fixierung noch eine solche Achterplatte. Die eigentliche Aktivierung der Dampfmodule erfolgt später über die Fernbedienung. Im letzten Video habe ich bereits die Plattformen für die Schornsteine 2 und 3 montiert. Jetzt folgt die Plattform im Bug für Schornstein 1. Im Bug möchte ich jetzt hier direkt oberhalb des Kabelkastens die Plattform für die Steuerungseinheit für Schornstein 1 montieren. Dafür muss ich zunächst erst einmal einige Steine wieder entfernen, unter anderem auch diese hier, die ich hinter dem Ruderhaus zur Fixierung der Klebepads angebracht hatte. Daran hätte man auch früher denken können. Ja, ich weiß. Die Plattform möchte ich jetzt wie gesagt hier direkt oberhalb des Kabelkastens platzieren. Das könnte an dieser Stelle knapp werden mit der Höhe, wegen der Streben darüber. Sehe ich auch so. Vielleicht besser an der Seite. Da habt ihr recht. Ich wollte nur mal sehen, ob ihr aufpasst. Ja, wer es glaubt. Vorsicht! Als Plattform benutze ich diese beiden Platten. Diese sind übrig durch die Anpassungen im Kiel für die Hauptverkabelung für die Verbindung der 3 Teile der Titanic. Dies könnt ihr im übernächsten Video sehen. Als Unterbau für die Plattform verwende ich hier zunächst zweimal eine solche 4er und eine solche 8er Platte. Weiterhin verwende ich von den Steinen, die sich hinter dem Ruderhaus befanden, die schwarze 8er Platte und die braune 2er Platte. Auf dieser Seite platziere ich jetzt die Steuerungseinheit, dabei wird der Anschlussdraht rechts nach unten geführt. Die Steuerungseinheit wird wie zuvor gezeigt an der Plattform befestigt. Zuvor habe ich diese über den Schalter auf Dauerbetrieb gestellt. Als Vorbereitung für die nachher folgende Beleuchtung für den Schornsteinunterbau ersetze ich jetzt zunächst dieses 8er Expansion Board durch ein 6er Board. Das 8er Board wird über einen Verbindungsdraht aus der Tüte 1 von Game of Bricks dann mit dem 6er verbunden und nach vorne verlegt. Durch den Einbau der Plattform kann ich diesen 2x6er Stein nicht mehr verwenden und ersetze ihn durch diese 2 Achterplatten aus dem eigenen Vorrat. Dann werden die restlichen entfernten Steine wieder zurückgebaut. An diesem 8er Expansion Board wird nachher die gesamte Beleuchtung des Schornsteinunterbaus angeschlossen und hier haben wir den Verbindungsdraht von der Steuerungseinheit zum eigentlichen Dampfmodul im Schornstein 1. Zur besseren Fixierung der Drähte der LEDs im Ruderhaus habe ich in der Zwischenzeit die beiden Klebepads entfernt und durch ein schwarzes Gewebeklebeband ersetzt. Übrig ist dieser Stein und von der Fixierung hinter dem Ruderhaus übrig geblieben sind dieser gelbe und der graue Palisadenstein. Der gelbe stammt aus dem eigenen Vorrat,
der Palisadenstein. Das ist einer der Steine, der bisher auch schon bei der Titanic übrig war. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass du den richtigen Modus eingestellt hast. Na, vielleicht sollte ich dich mit einbauen, dann kannst du es überprüfen. Ups. Da fällt mir wieder ein Witz ein. Was sind die letzten Worte eines Elektrikers? Alles klar, kannst einschalten. Oder? Auf dem Draht ist kein Strom. Oder, klar habe ich den Strom abgeschaltet. Okay, es reicht. Weiter geht's. Jetzt seid ihr dran mit den Tüten Nummer 10 im Bug. Zur Beleuchtung der 6 Fenster der 6 Bullaugen sind von Brickshine 6 Einzel-LEDs Bitlights vorgesehen und das werde ich hier auch so übernehmen. Warum kein LED-Band? Dann hätte man nur einen Stecker. Ja, da hast du recht, Brixi, aber bei einem LED-Band hätte ich mehr LEDs als benötigt und damit einen höheren Stromverbrauch. Und im Moment weiß ich leider noch gar nicht, ob ich alle LEDs inklusive der Dampfmodule später mit Strom versorgen kann, da ich ja nur einen Hauptanschluss verwenden möchte. Wie war das mit den letzten Worten eines Elektrikers? Was passiert, wenn ich den Schalter... Ja, da bin ich auch mal gespannt am Ende. Die Anschlussdrähte der LEDs würden jetzt hier zwischen den Steinen eingeklemmt werden. Das möchte ich wie immer nicht und daher werde ich das Ganze jetzt etwas umgestalten. Die beiden schwarzen Vierersteine und die beiden grauen Achtersteine werden entfernt. Die beiden braunen Vierersteine werden umgesetzt und die beiden grauen runden Einsersteine lege ich zunächst beiseite. An dieser Stelle verbaue ich aus dem eigenen Vorrat diese beiden roten Zweiersteine.
Die Drähte werden hier unten durch diesen Schlitz ins Innere des Schiffes geführt. Um dies zu erleichtern, entferne ich vorübergehend hier die Bodenplatte. Das erste der LEDs fixiere ich mit diesem grauen Palisadenstein. Dieser stammt von den Steinen, die ich bisher bei der Titanic ausgetauscht habe. Um den Draht nach innen zu führen, verwende ich jetzt hier diese beiden Steine. Weiterhin dienen diese Steine dazu, den Fliesen, die später darüber platziert werden, Halt zu geben. Um das nächste LED zu positionieren und auch gleich den Draht nach innen zu führen, verwende ich einen solchen schwarzen 4er Bogenstein. Dieser stammt ebenfalls aus dem Vorrat der Steine, die ich bisher bei der Titanic ausgetauscht habe. Für den Einbau des dritten LEDs verwende ich einen grauen 1er Lochstein, einen weiteren dieser schwarzen Steine und einen der zuvor beiseite gelegten grauen runden 1er Steine. Das gleiche führe ich anschließend für die 3 LEDs auf der anderen Seite durch. Besteht die Titanic überhaupt noch aus Originalsteinen? Berechtigte Frage. Ja, ich habe schon einiges geändert, aber viele der ersetzten Steine habe ich dann ja auch für anderes benutzt. Und es kommen auch noch einige Änderungen. In der Zwischenzeit habe ich die Anschlussdrähte der 3 LEDs jeweils auf jeder Seite miteinander verflochten, um das Ganze etwas kompakter zu haben. Die LEDs zum Anstrahlen der Schornsteine würden laut Game of Bricks hier zwischen den Fliesen einfach eingeklemmt werden, genauer gesagt die Drähte. Das gefällt mir wie so oft nicht, daher habe ich mir etwas anderes überlegt. Ich möchte die LEDs in einem Legostein unterbringen und diese dann jeweils links und rechts eines Schornsteins platzieren. Dazu entferne ich zunächst hier diese beiden Faltrettungsboote und diese 8 Fliesensteine. Auf einem solchen Fliesenstein möchte ich jetzt einen Legostein befestigen, in welchem sich dann ein solches LED befindet. Dazu habe ich verschiedene Varianten ausprobiert. Meine erste Wahl fiel auf diesen transparenten runden 1er Stein, aber sowohl bei dem als auch bei dem 1er schrägen Dachstein ist das Problem, dass die LEDs zu groß sind und nicht in den Hohlraum passen. Weitere Varianten, hier ebenfalls eingeblendet, gefielen mir nicht und habe ich wieder verworfen.
Die erste Variante, die mir dann gefiel, ist diese hier, eine Kombination aus diesen beiden Steinen hier mal eingeblendet, wo dann das LED, genauer gesagt der Anschlussdraht dazwischen eingeklemmt wird. Hier auch mal schön zu sehen. Dann kam aber Brixi, der ja das Lego-Sortiment besser kennt, mit einer anderen Idee, nämlich mit diesem Lego-Stein, diesen Diamantsteinen hier mal eingeblendet. Diese gibt es nicht als rein transparente Steine, sondern nur als transparente Steine mit Opaleszenz, also mit einem solchen Glitter. Das macht aber nichts, das fällt nicht auf, sobald das LED eingeschaltet ist. In diesem Stein ist genügend Platz für das LED, aber dennoch wäre dann der Draht eingeklemmt und das möchte ich vermeiden. Daher habe ich dann beschlossen, in diesen Stein oder in diese Steine ein Loch reinzubohren und da den Draht durchzuführen. Das zeige ich jetzt im nächsten Video. Liebe Kinder, bitte macht das Folgende nicht selbst. Ein Akkuschrauber und ein Skalpell gehören nicht in eure Hände. Daher fragt den Papa oder die Mama. Ich verwende hierfür einen Akkuschrauber mit einem 2 mm Bohrer. Falls ihr euch da draußen fragt, warum ich keine Handschuhe benutze, ich habe es ausprobiert, aber dieser Stein ist so klein. Mit den Handschuhen hatte ich kein Gefühl, den richtig festzuhalten. Deswegen habe ich auf Handschuhe verzichtet. Da ich aber nur eine sehr geringe Drehzahl verwende, ist das jetzt auch kein Problem gewesen. Dennoch sollte man natürlich dabei aufpassen. Setzt man den Bohrer mittig an der Seite des Steins an, hat dies den Vorteil, dass der untere Rand des Steins geschlossen bleibt und sich das Loch darüber befindet. Da der Stecker jedoch eckig ist, passt er zunächst nicht durch das runde Loch. Daher werde ich das Loch an der linken und der rechten Seite noch etwas erweitern, sodass es ovalförmig wird. Mit einem Skalpell kann man bei Bedarf die Ränder etwas begradigen. Ein kurzer Test: Das Loch ist breit genug, damit der Stecker durchpasst, aber nicht so breit, dass der Stecker einfach wieder herausfällt anschließend. Der Stecker wird dann von innen durch das Loch durchgedrückt und der Anschlussdraht durchgezogen. Damit kann man das Ganze jetzt wunderbar auf eine solche Zweierfliese setzen, ohne dass der Draht eingeklemmt wird, und das LED hat genügend Platz im oberen Bereich dieses Steins. Das Ganze habe ich dann insgesamt 8 Mal durchgeführt, 2 LEDs jeweils pro Schornstein. Beim Aufsetzen auf die Zweierfliesen sollte man natürlich darauf achten, dass das LED nach oben zeigt. Damit kann ich jetzt auf beiden Seiten jeweils eines dieser beiden LEDs mit einer solchen Fliese positionieren. Die Anschlussdrähte werden dann genauso wie bei den anderen LEDs unten durch den Schlitz nach außen geführt. Um die Faltboote wieder zu befestigen, verwende ich jetzt hier diese Steine aus dem eigenen Vorrat. Jeweils diese Zweierplatten und diese Viererplatten mit jeweils 2 Noppen. Damit sind jetzt diese Faltrettungsboote im Vergleich zum Original etwas weiter nach außen versetzt. Das ist jetzt die erste richtige sichtbare Änderung, oder? Ja, stimmt, Brixi. Alle anderen baulichen Änderungen an der Original Titanic waren bisher im Inneren bzw. nach außen nicht zu sehen. Das Schöne ist, ich habe jetzt noch genau 6 von diesen Fliesen übrig für die anderen 3 Schornsteine, die noch folgen, um auch dort entsprechend diese LEDs anzubringen. Solange lege ich sie in den Vorrat. Jetzt entferne ich hier noch diesen grünen Pin. Zum einen hat dieser keine Funktion.
und zum anderen kann ich dann hier durch dieses Pinloch nachher den Anschlussdraht, der von der Steuerungseinheit kommt, nach oben durchführen, um später dort das Dampfmodul anzuschließen. Und damit ist die Beleuchtung im Unterbau des ersten Schornsteins erledigt und es geht weiter mit dem Bau des ersten Schornsteins. An dieser Stelle mal wieder ein historischer Fakt aus der Bauanleitung. Im Funkraum des Schiffes, also der Titanic, befanden sich 2 der leistungsstärksten Sender der Welt mit einem garantierten Senderadius von mehr als 563 Kilometern. Der Schornstein selbst wird heute noch nicht montiert. Die Montage der 4 Schornsteine erfolgt erst im vorletzten Video. Das gleiche gilt für die Dampfmodule. Ein solches Dampfmodul wird später dann oben in der Öffnung eines Schornsteins platziert und der Draht im Innern des Schornsteins nach unten durchgeführt. Entsprechend der Anleitung von Brickshine würde er aber unten am Fuße, dort wo die größere graue Platte ist, zwischen dem gelben Stein und der grauen Platte eingeklemmt werden. Das gefällt mir wiederum nicht, daher werde ich folgende Änderungen vornehmen. Bei der kleineren der beiden grauen Platten handelt es sich, wie man sieht, um eine Lochplatte. Und auch am Ende, am Fuße dieser gelben Steine befindet sich ein Loch, durch welches der Draht dann durchgeführt wird. Daher ersetze ich jetzt diese vorhandene graue Platte durch eine Lochplatte der gleichen Größe aus dem eigenen Vorrat. Diese Steine werde ich aber nicht wieder unten am Fuße des Schornsteins befestigen, stattdessen platziere ich sie direkt im Unterbau des Schornsteins. Damit kann ich gleich beim Einsetzen des Unterbaus den Verbindungsdraht, der von der Steuerungseinheit kommt, durch das Pinloch und durch diese graue Bodenplatte nach oben führen. Dieses Bauelement lege ich zunächst nur rein in den Unterbau, da gleich beim Einsetzen des Unterbaus dieses sowieso wieder entfernt werden müsste. Und damit kommen wir zum letzten Bauabschnitt der Tüten Nummer 10. Da die Schornsteine, wie gesagt, erst im vorletzten Video montiert werden, kann ich diesen jetzt erst einmal beiseite legen. In der Zwischenzeit habe ich die Anschlussdrähte der 6 Bitlight-LEDs an diesem 8er Expansion Board angeschlossen. Das ist jenes Expansion Board, was ich vorhin im Bug nach vorne verlegt habe. Die Anschlussdrähte der anderen beiden LEDs habe ich an diesem 4er Expansion Board angeschlossen, welches wiederum über einen 15 cm Draht von Game of Bricks mit dem 8er Board verbunden ist. Ich hätte gern alle Anschlussdrähte an einem Board angeschlossen, aber leider habe ich kein 10er Board mehr. Jetzt erfolgt der Einbau dieser beiden Bauelemente im Bug. Das 8er Expansion Board habe ich unter der Strebe hindurch auf der anderen Seite der Plattform platziert und über den vorhandenen Anschlussdraht wieder mit dem Rest verbunden. Das 4er Expansion Board und den Rest dieser Anschlussdrähte verstaue ich nachher anschließend unten in diesem Schacht, der hier noch zu sehen ist. Den Verbindungsdraht von der Steuerungseinheit kommend führe ich jetzt durch dieses Pinloch ins Innere des Unterbaus und dann durch das Loch der beiden grauen Bodenplatten. Da fällt mir noch einer ein. Letzte Worte des Elektrikers. Was für ein Kabel ist das da? Ja, wie passend.
Zuvor entferne ich noch einige kleinere Bauelemente, da diese beim Hantieren sehr leicht abbrechen und ins Innere fallen können. Das ist mir schon mehrfach passiert und es ist sehr schwierig und aufwendig, diese wieder herauszuholen. Da der Verbindungsdraht, der von der Steuerungseinheit kommt, nicht besonders lang ist, erfordert dieser Vorgang etwas Fingerspitzengefühl. Ich befestige jetzt an diesem Draht auch direkt schon das 2er Expansion Board, an welchem dann zu einem späteren Zeitpunkt das Dampfmodul angeschlossen wird. Das hat auch den Vorteil, dass mir der Draht jetzt nicht mehr so leicht nach unten rausrutscht. Jetzt wird diese Bodeneinheit wieder mit den entsprechenden Pins fixiert, einmal hinten mit dem grünen Pin und vorne mit den beiden orangefarbenen Pins. Nach dem Verstauen der Drähte in diesem Schacht und dem Rückbau der zuvor entfernten Elemente kann damit dieser Unterbau fest platziert werden. Abschließend werden wieder die anderen entfernten Bauelemente und das letzte Bauteil montiert. Das waren die Tüten Nummer 10. 9 Steinchen sind übrig und wir hatten 240. Damit insgesamt 7775. Und das waren die letzten Beleuchtungselemente im Bug. Und insgesamt fehlt jetzt hinsichtlich der Elektrik nur noch das eigentliche Dampfmodul in Schornstein 1 und die Hauptverkabelung unten im Kiel. Beides folgt im vorletzten Video. Ein gutes Stichwort. Jetzt folgt die Übersicht, was in den nächsten Videos bis zum Ende noch geplant ist. Genau. Im nächsten Video, Tag 23, steht an die Montage der Plattform für die Steuerungseinheit von Schornstein 4 im Heck sowie die Installation der Steuerungseinheiten der Schornsteine 3 und 4. Weiterhin die Tüten 27 im Mittelteil und 35 im Heck. Und natürlich weitere Beleuchtungselemente. Tag 24. Die Hauptverkabelung unten am Kiel erfolgt, die Verbindung der 3 Teile der Titanic, Bug, Mittelteil und Heck. Die Montage der Fernsteuerungseinheit und der Hauptstromanschluss. Weiterhin die Tüten 45 und 46 im Heck und die letzten Beleuchtungselemente werden verbaut. Der letzte offizielle Bautag, Tag 25. Die letzten beiden Tüten, Nummer 12 im Bug sowie die Tüten 28 im Mittelteil werden verbaut. Und alle Schornsteine inklusive der Dampfmodule werden installiert. Außerdem die Montage aller Boote, Kräne sowie die Masten und die Seile. Und dann der letzte Tag, Tag 26, das letzte Video, das große Finale. Dazu gibt es jetzt keine Infos. Lasst euch überraschen. Apropos Überraschung. Weitere letzte Worte eines Elektrikers. Okay, du kannst einschalten. Immer nur Elektriker. Na gut. Letzte Worte eines Statikers? Ich glaube, da habe ich mich irgendwo verrechnet. Oder eines Dachdeckers. Eigentlich windstill. Oder? Mann, ist das wieder windig heute. Es wird nicht besser. Na gut. Dann vielleicht der. Was ist der Unterschied zwischen einem Tischler und Holz? Weiß nicht. Holz arbeitet. Hoffentlich sieht kein Tischler zu. So, genug Witze. Oder was auch immer das war.
Wir haben noch was zu tun. Kommen wir zu den Tüten Nummer 20. Ihr seid bereit? Ja, Los los geht's. geht's. Für diese 4 Fenster, diese 4 Bullaugen unterhalb von Schornstein 2 im Mittelteil, ist weder bei Game of Bricks noch bei Brickshine eine Beleuchtung vorgesehen. Diese möchte ich jedoch ergänzen. Na, ob das gut geht? Ja, ich bin der Boss und wenn ich das mache, klappt das. Na, da fällt mir doch wieder ein Witz ein. Nicht noch einer. Während eines Telefonats mit der Sekretärin einer Baufirma. Wir schicken unseren besten Mann. Oder soll unser Chef vorbeikommen? Ha, ha, ha. Kann ich wieder? Naja, ob du wieder kannst? Aufpassen, ihr zwei. Weiter geht's. Zur Beleuchtung verwende ich dieses 7er LED-Band von Game of Bricks, welches ich nicht mehr benötige. 4 LEDs benutze ich vorne für die Fenster. Der Rest des LED-Bandes wird um die Ecke herumgeführt. Dazu gehe ich folgendermaßen vor. Zunächst werden die 2er Lochsteine vorübergehend entfernt. Dieser weiße 6er Stein und der graue Palisadenstein wird nicht mehr benötigt. Die lege ich in den Vorrat. Dann wird das LED-Band mit den 2er Lochsteinen positioniert und fixiert. Um das Licht dieser beiden LEDs nach außen abzuschirmen, verwende ich erneut einen solchen schwarzen Fugenstein. Und um das letzte LED abzuschirmen und den Anschlussdraht wieder ins Innere zu führen, verwende ich einen solchen schwarzen 1er Lochstein. Und die Lücke wird wieder mit einem solchen schwarzen runden Stein gefüllt. An die beiden Ecken setze ich jeweils einen weißen 1er Stein. Für die Beleuchtung von Schornstein 2 entferne ich hier zunächst diese beiden Zweierfliesen und ersetze sie durch die von mir vorbereiteten LEDs, die sich auf einer solchen Zweierfliese befinden, die ich vorhin bei Schornstein 1 übrig hatte. 2 dieser 8 LEDs von Game of Bricks haben einen deutlich kürzeren Anschlussdraht. Diese bieten sich an dieser Stelle zu verwenden, weil auch bereits das verbaute LED-Band nur einen sehr kurzen Anschlussdraht hat und ich damit diese 3 zusammen an einem Expansion-Board anschließen kann, was ich später noch zeigen werde.
4 Rettungsboote, die 6 Davids und den Schornstein lege ich beiseite. Diese werden erst im vorletzten Video montiert. Bevor die verbliebenen Elemente im Mittelteil eingebaut werden, werde ich wie angekündigt zunächst die 3 Anschlussdrähte im Unterbau zusammenfassen. Abermals haben wir einen historischen Fakt in der Bauanleitung, nämlich dass sich an Bord 20 Rettungsboote befanden. 14 davon waren Holzboote mit einem Fassungsvermögen von jeweils 65 Personen. Auf den 4 Faltbooten fanden jeweils 47 Personen Platz. In der Zwischenzeit habe ich auf der einen Seite des Unterbaus diverse Steine entfernt und die 3 Anschlussdrähte mit einem 4er Expansion Board verbunden. An diesem wiederum hängt ein 15 cm Verbindungsdraht aus der Tüte 1 von Game of Bricks, über welchen der Unterbau mit dem Gesamtsystem verbunden wird. Damit das Expansion Board und die Drähte nicht nach außen rutschen, verschließe ich diese Lücke hier mit diesem schwarzen Dachstein und diesem runden flachen Stein, welche beide aus dem Vorrat der Steine stammen, die ich bisher bei der Titanic ersetzt habe. Abschließend werden die zuvor entfernten Steine wieder zurückgebaut. Um den Einbau des Steuerungsmoduls und des Unterbaus zu ermöglichen bzw. zu vereinfachen, habe ich hier vorab diverse Steine entfernt. An diesem 4er Expansion Board, welches ich im letzten Video montiert hatte, wird gleich die Beleuchtung des Schornsteinunterbaus angeschlossen. Die Steuerungseinheit habe ich hier bereits auf der Plattform platziert, entsprechend wieder mit 2 solcher schwarzen Fugensteine und abschließend einer schwarzen Achterplatte. Den Anschlussdraht der Steuerungseinheit verbinde ich jetzt mit diesem 4er Expansion Board, welches ich ebenfalls im letzten Video bereits vorbereitet habe. An diesem wird beim nächsten Mal dann auch noch die Steuerungseinheit von Schornstein 3 links daneben angeschlossen. Der Verbindungsdraht wiederum wird dann gleich durch den Unterbau nach oben durchgeführt. Natürlich habe ich auch hier zuvor den Modus der Steuerungseinheit auf Dauerbetrieb gestellt. Jetzt verbinde ich den Anschlussdraht des Unterbaus mit dem entsprechenden Expansion Board. Dann entferne ich zunächst wieder den Fuß von Schornstein 2, bei welchem ich ebenfalls bereits vorher schon die graue Bodenplatte durch eine entsprechende Lochplatte ersetzt hatte. Dieses Mal kann ich den Verbindungsdraht zur Steuerungseinheit nicht durch dieses Pinnloch führen, da der Draht durch daneben liegende Steine eingeklemmt werden würde. Stattdessen benutze ich die Öffnung, aus welcher auch der Verbindungsdraht des Unterbaus hinausgeführt wird. Dann führe ich ihn durch das mittlere Loch des Schornsteinfußes und fixiere diesen wieder mit den entsprechenden Pins. Dann kann der Unterbau fest montiert werden. Abschließend werden die entfernten Steine wieder zurückgebaut und der Verbindungsdraht zur Steuerungseinheit wird wie zuvor auch mit einem 2er Expansion Board versehen. Zum Abschluss der Tüten 20 werden dann die letzten beiden Bauteile montiert. Das waren die Tüten 20 mit 191 Steinen. Dieses Mal sind keine Steine übrig. Insgesamt damit 7.966 Steine. Ihr macht das gut. Eigentlich könnt ihr das die ganze Zeit machen. Das könnte dir so passen. Wir sind nur zum Zählen da. Und zum Erzählen, nämlich Witze. Oh nein. Stehen 2 Rentner an einer Baustelle. Fragt der eine: Du, das Weiße da auf dem Gerüst, sind das Maurer oder Tauben? Antwortet der andere: Es bewegt sich, dann sind es Tauben. Sag mal, hast du heute Morgen einen Clown gefrühstückt? Nein, sowas würde ich nie tun. Sorry.
Ja, also kommen wir zu unserer Tabelle. Wir hatten bei den Tüten Nummer 10 240 Steine und wie eben gehört, bei den Tüten Nummer 20 191 Steine und stehen damit aktuell bei insgesamt 7.966. Und damit, wie immer, kurz vor dem Ende folgt jetzt der Test der verbauten Beleuchtungselemente. Auf der Steuerbordseite schön zu sehen die Beleuchtung der 3 Fenster unterhalb von Schornstein 1, dann die beiden LEDs zur Beleuchtung von Schornstein 1 und auf der Backbordseite dann entsprechend auch die Beleuchtung der 3 Fenster unterhalb von Schornstein 1. Im Mittelteil unterhalb von Schornstein 2 schön zu sehen die von mir zusätzlich realisierte Beleuchtung dieser 4 Fenster und oberhalb die beiden LEDs zur Beleuchtung von Schornstein 2. Hallo? Hallo? Ja, nach dem, was in den letzten beiden Videos passiert ist, komme ich jetzt zum Schluss nicht mehr nach vorne vor die Kamera. Ich bleibe hier hinten in Sicherheit. Da musst du dir keine Sorgen machen. Heute passiert nichts. Kannst nach vorne kommen. Ich bin ja nicht verrückt. Nee, keine Chance. Wirklich? Keine Sorge. Nichts da. Ich bleibe hier hinten. Basta. Macht ihr die Verabschiedung. Na gut, aber dann erzähle ich noch einen Witz. Ich hoffe einen guten dieses Mal. Ein Mann will sich ein Haus bauen und bestellt einen Bauarbeiter. Ich möchte das Haus genau hier. Nicht zu weit links, nicht zu weit rechts, sondern genau in der Mitte. Dann möchte ich hier einen Garten. Nicht zu weit links, nicht zu weit rechts, sondern genau in der Mitte. Ach ja, und ein Teich kommt genau hier hin. Nicht zu weit links, nicht zu weit rechts, sondern genau in der Mitte. Darauf antwortete der Bauarbeiter: Wissen Sie was? Sie können mich mal am Arsch lecken. Und zwar nicht zu weit links, nicht zu weit rechts, sondern genau in der Mitte. Genau in der Mitte. Der war jetzt echt mal gut. Und das war auch gut, dass ich hier hinten bin. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.